Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir heute so einen Bauklotz aus Alu herstellen. Das Ganze ist für meinen Kumpel, der genau heute am 9. Oktober Geburtstag hat. Das wird sein Geburtstagsgeschenk. Da unten kann man es schon sehen. Er wird 35 Jahre alt. Seine Frau hat mir die Gravurvorschläge gemacht. Einmal mit seinem Namen, von wem das Ganze kommt. Er wohnt in Berlin, deswegen unten kann man schön die Berliner Silhouette sehen, mit dem Brandenburger Tor und dem Fernsehturm. Das mit dem Ich liebe dir, das muss ein Insider sein, das verstehe ich selber nicht ganz. Und eine Katzenpfote, weil er ein Katzenliebhaber ist. Und so sieht das Ganze von unten aus. Hochauflösende Fotos folgen dann ganz zum Schluss. Ja, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Eine Flasche Schnaps und gut ist. Aber es ging auch darum, Erfahrung zu sammeln. Besonders die 6-Seiten-Bearbeitung war für mich eine völlig neue Welt und eine neue Erfahrung. Eine tolle Hilfestellung war dabei das Video von Sebastian End. 3-Seiten-Bearbeitung mit Fusion. Kann ich wirklich empfehlen. Ein tolles Video. Ich verlinke es mal unten in der Videobeschreibung. Zu den Zeiten. Für den CAD-Teil habe ich etwa 20 Minuten gebraucht, für den CAM-Teil tatsächlich fast 4 Stunden. Die Nullpunktbestimmung hat mir echt Probleme bereitet. Ich für mich habe jetzt eine Methode gefunden, wie ich es in Zukunft machen werde, aber das zeige ich später in Fusion. Und die Maschine hat etwa nochmal so 4 bis 5 Stunden gebraucht, um alles abzufräsen. Da ist allerdings alles dabei. Das Umspannen vom Werkstück, der Werkzeugwechsel und das Antasten. Wie gesagt, hätte ich das mal gewusst. Ja, was benötigen wir alles? Natürlich viel Zeit, das Rohmaterial, so sah der Klotz mal ursprünglich aus. Das war ein Abfallstück von der Firma Hase, das die mir geschenkt haben. Nochmal vielen Dank dafür. An Werkzeugen benötigen wir einen 8, 6, 5 mm Vierschneider, einen 90 Grad Phasenfräser, 90 Grad Gravierstichel, ein 2,5 mm Zweischneider und ein 2 mm Zweischneider. Aber auf die Werkzeuge gehe ich später in Fusion näher ein. Dann so eine Polierbürste, um die Oberfläche schön zu polieren, um anschließend mit so einem Vlies wieder eine schöne Maserung reinzumachen. Wie immer werden wir das Bauteil erstmal konstruieren und gehen dann in die Fertigung. Normalerweise zeige ich das ja alles in einem Durchgang, dieses Mal allerdings nicht. Das Projekt hat 6 Setups, sogar 7, weil ich was verbockt habe, und 29 Fräsoperationen. Würde ich das alles in einem Durchgang erzählen, würde jeder nach 5 Minuten abschalten. Deswegen bearbeiten wir eine Fräsoperation und es folgt dann gleich im Anschluss die passende Fräsung dazu. Ich werde versuchen, das Video spannend zu halten, indem ich nur Ausschnitte zeige. Mal vom Anfang, mal vom Ende und auch mal eine Slow-Mo aus der Mitte. Ja, eigentlich schneide ich meine Fehler ganz gern aus den Videos. Aber auch hier wieder ganz anders. Ich habe ein paar Fehler gemacht, wie zum Beispiel den Fräser falsch gewählt, falschen Vorschub oder auch mal den Nullpunkt falsch definiert. Aber diese Stellen werde ich mit einem Fail markieren, damit ihr die nicht versehentlich nachmacht. Wir haben ja heute den 9. Oktober und seit dem 1. Oktober gibt es ja ein Fusion Update. Es sind verschiedene Funktionen weggefallen, wie zum Beispiel der Werkzeugwechsel. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich das jetzt handhabe und eine Eigenheit von WinPC. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt und wir starten einfach mal. So sieht das Ganze ja aus, wie ihr schon live gesehen habt. Wie gehabt durch meine Zeitleiste, also erstmal die Basis. Die Maße habe ich aus Wiki und da war es, ich meine, 31,2 mm. Ich habe mir mein Rohstück, Rohmaterial vorher ausgemessen und habe es entsprechend skaliert. Also in dem Fall bietet es einfach an, wenn ich sage 312 durch 4. Dann habe ich ganz wenig Verschnitt und die maximale Größe einfach rausgeholt aus dem Rohteil. Und man kann hier auch Formeln eingeben. Plus, Minus, Mal, durch, das kennt alles und versteht auch alles. Genau, dann wird das Ganze extrudiert. Und das ist hier Stein, mein Basiskörper. Dann eine neue Skizze, nämlich Knubbel. Und auf diese Knubbel mache ich auch gleich meine Schrift. Er ist ja am 9.10.85 geboren, 35 Jahre alt. Dann wird das Ganze extrudiert in den Körper rein, also subtrahiert.
also ausgeschnitten heißt ja die Funktion. Anschließend geht es unten weiter. Wieder eine neue Skizze. Das sind die Maße. Habe ich teilweise ausgemessen und teilweise aus Wiki gezogen. Wird das Ganze natürlich wieder extrudiert nach innen. Ausgeschnitten, wie es ja so richtig heißt. Dann als nächstes eine neue Skizze, nämlich Schriftfront. Mit diesem Text-Tool hier der Name erzeugt. Ich denke, das ist jetzt wirklich nichts Wildes, nichts Neues. Wieder hinein extrudiert. Ich muss jetzt selber mal schauen. Genau, 0,5 mm. Dann extrudiere ich nochmal. Achso, genau, die Schrift da oben. Und wahrscheinlich noch die restliche Schrift. Genau. Also wieder hinein extrudiert, ausgeschnitten. Eine neue Skizze. Also seit dem Update ist Fusion unglaublich langsam geworden. Das ist echt Wahnsinn. Die Katzenpfote, das war einfach so ein Platzhalter. Und das hier habe ich aus dem Internet gezogen. Von FreeDXF oder so. Also von irgendwo habe ich diese Katzenpfote her. Das mit dem Herz habe ich mal weggelassen. Und die Katzenpfote extrudiert, verschoben, skaliert, das kleiner gemacht, wieder verschoben. Dann habe ich schmäler gemacht, genau. Kann man hier schön sehen. Von 10 auf 1 mm habe ich es genau verschmälert. Skaliert. Ein paar Mal geschoben. Jetzt lege ich exakt auf der Fläche. Hoppla. Und wieder hinein extrudiert, ausgeschnitten. So sieht dann die fertige Katzenpfote aus. Als nächstes eine neue Skizze, von wem das Ganze kommt. Wie gehabt, hinein extrudieren. So sieht das Ganze aus. Wieder eine neue Skizze, Berlin. Hier wieder diese Schrift und die Berliner Silhouette. Ich meine, das habe ich auch von FreeDXF. Nagelt mich mal aber nicht fest, wo ich das her habe. Dann extrudiere ich die ganze Silhouette. Dann, wenn ich es ausblende, kann man es besser sehen. Das schwebt jetzt so quasi im Raum. Skaliere das Ganze. Verschiebe es entsprechend und skaliere es wieder. Genau, wahrscheinlich, genau. Verschiebe ist, dass es einfach von der Höhe passt. Und also hier durch die Schrift, ich klebe dir extrudieren. Dann die Berliner Silhouette wieder entsprechend verschieben. Genau. Auf die Fläche und das Ganze extrudieren. Jetzt rötelt er wieder ein bisschen. Und so sieht das Ganze fertig aus. Wieder 0,5 mm. Ich greife jetzt etwas vor. Tatsächlich macht mir das hier später Probleme beim Anphasen. Deswegen eigentlich war ich schon in der CAM-Umgebung, musste aber wieder hierher zurück und eine neue Skizze machen.
Mann. Ich habe einfach so ein Rechteck erstellt und extrudiere das Ganze. Jetzt ist die Kante wieder glatt und ich habe hier einen kleinen Abstand zur Kante, ist auch nicht schlecht. Sieht einfach runder aus, das Ganze. Ja, und das soll es mal gewesen sein. Gehen wir in die Fertigung. So, es kommt echt was auf uns zu, nämlich wir müssen einmal von unten fräsen, klar von oben, dann so von der Seite, auch so von der Seite, also alle Seiten einmal abfräsen. Und ihr könnt hier schon das erste Problem sehen, die Maschine kann so natürlich nicht arbeiten. Das heißt, wir müssen das Werkstück immer umdrehen. Die Ansicht hier bleibt aber immer konstant. Und das ist genau das Problem an der ganzen Geschichte. Ich habe es euch mal so jetzt hingedreht, wie ihr es auf dem Video seht. Also hier ist mein Maschinennullpunkt. Hier ist auch gleich mein Werkzeuglängensensor. Quasi diese Fläche, achso, jetzt leuchtet alles. Diese Fläche hier wäre quasi mein Werkzeuglängensensor. Und wenn ich oben was machen möchte, ist es natürlich leicht. Das muss genauso aussehen wie mein Maschinenkoordinatensystem. Passt. Problematischer wird es natürlich von unten. Ihr könnt schon sehen, es ist alles verändert. Naja, obwohl die X-Achse ist gleich. Also kurz zum Maschinennullpunkt oder Maschinenkoordinatensystem. Hier ist mein Nullpunkt. Die Y-Achse nimmt so zu, also Y plus geht in diese Richtung. Nullpunkt von der X-Achse und nimmt so zu, also X plus. Das sind noch die Pfeile. Das ist ja dann zunehmend. Und die Z-Achse geht natürlich nach oben. Jetzt wollte ich den Nullpunkt bestimmen. Und da habe ich einfach unglaublich Probleme gehabt, weil sich das so vorzustellen, von unten, was ist jetzt hier X, Y, ich glaube, es kriegt keiner hin in dieser Perspektive. Deswegen drehen wir uns jetzt einfach. Wir ignorieren das Werkzeug, das Maschinenkoordinatensystem, das ignorieren wir komplett. Drehen uns jetzt einfach das Werkstück so, wie wir es eingespannt haben, wählen aber wieder die gleiche Perspektive. Also wir schauen aus der gleichen Richtung, also physikalisch, wieder aufs Werkstück. Das heißt, hier wäre jetzt wieder mein Maschinenkoordinatensystem und mein Werkzeuglängensensor. Dass es in Wirklichkeit hier ist, ignorieren wir jetzt einfach mal. Also ich habe es mir wieder so hingedreht. Und jetzt ist es viel leichter, den Nullpunkt zu definieren, nämlich es muss wieder genau so aussehen, wie es in der anderen Perspektive, also wenn ich von oben was machen wollte. Und hier kann man es auch sehen, Y plus, X plus und Z. Man muss hier ein bisschen spielen, man muss hier Z umkehren, mal hier Y, mal X, also da muss man einfach ein bisschen spielen, bis es dann wieder so aussieht, wie man es eigentlich möchte. Und ich will diese Ecke hier antasten. Zum Rohteil, das habe ich ausgemessen, so sieht das Ganze aus. Versatz von oben 0,5 mm. Das ist auch gleich die erste Operation. Das heißt, wir planen 0,5 mm ab. Das ist tatsächlich auch gleich ein Fail, weil ich habe den falschen Fräser gewählt. Ich habe einen 4 Schneider 8 mm gewählt und ich muss sagen, ich habe eine AMB 1 kW Spindel, eine 1 kW AMB Spindel und die packt es einfach nicht. Die Spindel kommt an ihre Leistungsgrenze. Ich habe jetzt einfach für mich festgestellt, 6 mm ist Schluss. Mehr packt die Maschine einfach nicht, zumindest bei Alu. Aber trotzdem, wir machen einfach mal weiter, als wenn es die richtige Wahl gewesen wäre. Natürlich müssen wir wieder die Vorschübe berechnen. Wählen hier Gussaluminium, 8 mm, 4 Zehner, und hier ist der Tabelle entnommen, 0,03. Wir brauchen 8000 Umdrehungen, ich sag mal rund 1000 mm die Minute, 300 der Helix und 500 der vertikale Vorschub. Das kann man hier schön sehen. Schnittvorschub, Helix und Eintauchvorschub 500. Zur Geometrie.
Das hier habe ich ausgewählt. Als Endhöhe sage ich 0,5 mm. Das ist das, was ich abplanen möchte. Und hier habe ich beide Richtungen ausgewählt. Wie gesagt, ist ein Fail. Bitte nicht übernehmen. Da habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Ja, ich meine nichts. So, seit dem Update gibt es ja keinen Werkzeugwechsel mehr. Deswegen, solange er lädt, kann ich was erzählen, wähle ich hier die erste Operation aus und gehe auf den Postprozessor. Später, na komm jetzt, wähle hier natürlich einen Ordner und wähle hier zum Beispiel 1, planen, und lege das dann so. Jetzt kann man hier sehen, die ganzen Ordner, das sind meine 6 Seiten. Also für jedes Setup gibt es immer einen neuen Ordner. Jetzt hier das erste unten, dann oben, Seite Eddy und so weiter. Jetzt haben wir hier unten, da habe ich es noch nicht gemacht, aber planen unten ist die erste Operation. Später benenne ich sie auch, also kriegen die auch gleich eine Nummer, also 1, 2 und so weiter. Ich glaube, Seite Berlin kann man es noch besser sehen, genau, 1, 2, 3 und 4. Ich gebe dann gleich eine Zahl und weiß, aha, ich muss es einfach so runterarbeiten. Okay. Schaut es euch mal an, dann erzähle ich nochmal was. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video gehört hat, aber die Drehzahl von der Spindel ist deutlich in die Knie gegangen. Und wenn das passiert, fängt die ganze Maschine an zu vibrieren und es hört sich einfach insgesamt ungesund an. Ich war die ganze Zeit am Handrad, am Vorschubhebel und habe da die ganze Zeit mit der Drehzahl, mit dem Vorschub gespielt, weil sonst hätte die Maschine einfach nicht gepackt. Auch die Oberfläche sah einfach nicht schön aus. Darum bin ich jetzt im zweiten Durchgang hingegangen und habe hier nochmal 0,2 mm abgeplant. Dass ich dadurch später einen Versatz bekomme, dachte ich, gleiche ich aus, indem ich hier einfach ein bisschen weniger wegnehme. Und habe hier einfach gesagt Gleichlauf. Und das könnt ihr euch jetzt anschauen. Ja, nach dem Schlichten sah das Ergebnis schon besser aus. Aber ich wollte es nochmal wissen und wollte hier mit dieser Tasche anfangen. Das war ehrlich gesagt eine Katastrophe, aber die gleichen Werte. Hier habe ich als Geometrie das unten ausgewählt. Genau, dann die Endhöhe passt ja auch, das übernimmt er ja auch aus dem extrudierte Teil. Hier Tiefschnitte, aber ich meine, diesen Haken setzt er automatisch. Und beim Rohteilaufmaß wollte ich auch so einen Schrubb und dann Schlichtdurchgang machen. Wie gesagt, mit diesem 8 mm Fräser, das war wirklich eine sehr schlechte Wahl. Bei Ein-Ausfahrt habe ich das hier aktiviert, Materialeinfahrtspirale. Auch hier war ich immer wieder am Hebel von dem Vorschubsregler, weil es einfach eine Katastrophe war. Die Maschine hat sich schrecklich, wirklich schrecklich angehört. Aber seht selbst.
Ja, jetzt wieder in Fusion. Ich muss sagen, ich war echt froh, als die Taschen endlich fertig waren. Ich wusste zwar, da stimmt was nicht, aber ich kam einfach nicht drauf, dass der Fräser einfach zu groß ist. Habe mir einfach gedacht, na hopp, dann wird es wahrscheinlich so sein, spindelschwach, maschineschwach. So, als nächstes habe ich angefangen, das hier alles freizuräumen mit dem 8 mm Fräser wieder. Ich habe das leider gelöscht, das kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Ich kann euch nur noch das Video zeigen. Ich habe nur angefangen, hier so einen kleinen Teil, hier so einen kleinen Teil zu machen. Habe es einfach abgebrochen. Gesagt, so geht es nicht. Da muss ich mir was anderes überlegen. Und das zeige ich euch gerade mal. Ja, nachdem ich das abgebrochen habe, dachte ich, ich muss jetzt was ausprobieren, weil so geht es nicht mehr weiter. Ich war die ganze Zeit der Meinung, ein kleinerer Fräser wird es ja noch schwieriger tun. Wie gesagt, jetzt habe ich verstanden, dass es nicht so ist, dass es einfach passen muss. Spindel zum Werkzeug, zur Maschine. Okay, ich habe dann diese Operation ausgewählt. Das habe ich einfach kopiert vom 8 mm. Das war eigentlich eher ein Versuch. Ich hätte lieber mal die Excel-Liste benutzt. Als Geometrie habe ich unten diese Geometrie ausgewählt, also die Außenkante, Entschuldigung, die Innenkante und die Kringel unten, aber ein Versatz von 10 mm. Ich habe einfach keine Lust gehabt, nochmal bis ganz nach unten zu fräsen und gesagt, okay, lass mir hier einfach 10 mm stehen. Sieht ja keiner, es weiß ja keiner, dass es nicht mehr die perfekte, die richtige Wandstärke ist. Genau, bei Durchgänge habe ich hier Tiefenschnitt 0,5 mm und wieder ein Rohteilaufmaß, damit ich einen Schrubb- und Schlichtdurchgang machen kann. Einfahrt, Ausfahrt und Materialeinfahrt 2 Grad. Ja, nach dieser Fräsung habe ich verstanden, es liegt am Fräser. Und kleiner heißt nicht gleich schlechter, sogar im Gegenteil. Das Ergebnis sah schon nicht schlecht aus, muss aber dazu sagen, wenn der Fräser, wie kann man es dann besser sehen, hier in das Eck reingefahren ist, also zwischen diesen Kreisen, da muss er doch ganz schön schaffen. Also da musste ich mit dem Vorschub immer ein ganzes Stück runtergehen. Weil auch da hat es die Spindel einfach nicht gepackt, wenn es hier in diese Tasche gefahren ist. Da waren die Kräfte eigentlich einfach auch zu groß. Okay, dann habe ich einen Schlichtdurchgang gemacht. Hier kann man auch die 10 mm sehen, diesen Versatz.
habe dann, der 8 mm Schaftfräser hat ja was stehen gelassen. Das habe ich dann hier weggenommen. Weil es so wenig war, ist der Fräser einfach durchgefahren. Also es hat ihm nichts gemacht. Und weil der Abstand hier so klein war und der 6 mm Fräser da nicht reinfahren konnte, habe ich das Ganze nochmal mit dem 2,5 mm gemacht. So, noch hier gehen wir wieder in die Excel-Liste. Wieder Gussaluminium, 2,5 mm, zwei Schneiden. Und wenn ich hier in die Tabelle schaut, 0,01. Und da sagt er mir 500, 166, 250, 0,6, 0,6. Also Eintauchtiefe pro Durchgang 0,6 mm und 0,6 in der Querzustellung. Gehen wir hier wieder. Hier kann man es sehen. Schnittvorschub 500, Helix 160 und Eintauch 250. Genau, die Geometrie habe ich die 3 Kringel da unten ausgewählt mit dem Versatz von 10 mm. Ich glaube, so einen langen 2,5 mm Fräser gibt es auch gar nicht. Die Tiefenschnitte hat er automatisch übernommen, weil ich mir diese Bibliothek angelegt habe. So Teilaufmaß habe ich nicht gemacht. Also der fährt gleich voll aufs Maß. Einfahrt, Ausfahrt und Materialeinfahrt 2 Grad. Da habe ich aber nichts geändert. Ich habe es einfach nur aktiviert. Das Ergebnis hat mir sehr gut gefallen. Also der Fräser ist butterweich durchgefahren, aber etwas zu langsam. Da bin ich mit dem Vorschub sogar auf 200% gegangen. Aber schaut es euch an. Ja, das Ganze sieht ja jetzt so aus. Wie gesagt, diese Wahl mit dem 2,5 mm Fräser war wirklich gut. Das Ergebnis sieht sehr gut aus. Und zum Schluss wollte ich das Ganze noch phasen, also diese Kringel hier innen und außen phasen und diese 4 Kanten. Habe ich hier einen Phasenfräser ausgewählt. Ich meine, ich habe das tatsächlich alles so ein bisschen aus dem Bauch gemacht. 2.500 ist doch schon relativ flott, aber ja, so viel nehmen wir auch nicht weg. Das habe ich als Geometrie ausgewählt. Endhöhe 0 und hier Phase 0,505. Muss aber dazu sagen, deswegen wieder hier ein Fail, das ist etwas viel. Also später an den anderen Seiten kann man sehen, wie es besser geht. Und wieder das gleiche in den Postprozessor, wenn er mal fertig ist mit Laden. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier wieder unten Phase. Ja, das soll es mal gewesen sein, zur Seite unten. Abschließend muss ich sagen, ich glaube, das war alles nix hier. Besonders die 8 mm Dinger nicht. Das mit dem 2,5 mm Fräser, wo ist denn der? Hier genau, das Zirkularfräsen. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Alles andere, ja, da kann man was verbessern. Aber wieder was gelernt und darum soll es ja auch gehen.